Was ist Halloween oder der Tag der bösen Geister? Halloween oder der Tag der bösen Geister war ein Fest für die heidnischen Kelten. Und dieses Volk lebte im Irland, ungefähr im Jahr 1500 v. Dies war eine ländliche Bevölkerung, die aus mehreren Stämmen bestand, die in der Landwirtschaft arbeiteten. Und er besaß viele Herden von Pferden, Schafen und Kühen. Dieses Volk verehrte eine große Gruppe von Göttern. Aber der berühmteste Gott, den sie hatten, war Samhain. Das Wort Samhain bedeutet der Gott der Kälte und des Todes. Dieses heidnische Volk feierte jedes Jahr in der Nacht des 31. Oktober das Fest seines Gottes. Und dieser Tag war das neue Jahr für sie. Es ist der letzte Tag der Sommersaison, und danach beginnt die Herbstsaison, was nach ihrem Glauben die Zeit des Todes, der Kälte und der Dunkelheit bedeutet. Unter den Überzeugungen dieses Volkes ist, dass es eine Mauer der Trennung oder Trennung zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten gibt. Am 31. Oktober wird diese Mauer sehr dünn, und böse Geister und die Seelen der Toten, die in diesem Jahr starben, gelangen durch diese Mauer von der Welt der Toten in die Welt der Lebenden. Dann kommen sie auf die Erde und diese Geister besuchen ihre Häuser und schaden ihnen. Aufgrund dieses Glaubens bereiteten die Priester des Volkes rituelle Zeremonien vor, als sie mitten in den Dörfern ein großes Feuer entzündeten. Und sie würden von diesem Feuer nehmen und auf der Erde wandeln und Häuser besuchen, so wie es Geister natürlich nach ihren Überzeugungen taten. Und die Priester verteilten Feuer gegen eine Geldsumme an das Volk. Und sie sagen den Menschen, dass dieses Feuer ein heiliges Feuer ist, das dich vor bösen Geistern und vor den Geistern der Toten schützen kann. Und wer dieses Feuer nicht nimmt, wird von diesen Geistern verletzt. Also kauften die Leute Feuer von den Priestern und stellten es an die Fenster ihrer Häuser, um diese Geister auszutreiben. Und unter den Praktiken dieser Menschen trugen sie auch Tierhäute, legten die Köpfe von Tieren auf ihre Gesichter und befleckten ihre Körper mit Blut, weil sie glaubten, dass sie böse Geister und die Seelen der Toten täuschen würden, dass sie schreckliche Kleidung tragen, die Satan symbolisiert Hexen und Zauberer, wie böse Geister und die Geister der Toten denken würden, dass sie Geister wie sie sind, damit sie ihnen keinen Schaden zufügen. Eines der schlimmsten Rituale, das sie praktizierten, war das Opfer von Menschenopfern an ihren Gott Samhain. Aber nach der Verbreitung der gläubigen Christen in diesen Ländern sahen sie, dass dieses Volk den Gott des Todes verehrte, das heißt, sie verehrten den Satan und praktizierten heidnische Rituale und satanische Rituale, wie die armen und einfachen Menschen, die Feuer kauften, wurden von ihren Priestern ausgebeutet und als Menschenopfer dargebracht, um ihrem Gott zu gefallen. Deshalb haben die frühchristlichen Gläubigen diese Anbetung und Rituale hart bekämpft. Zum Beispiel in ihren Häusern zu den Festen dieses Volkes zu bleiben und nicht an diesen Ritualen und Ritualen teilzunehmen. Die Christen baten Christus auch, dieses Volk von dieser Anbetung zu befreien. Und sie predigten den Nachfolgern dieser Religion Christi und seines großen Werkes. In der Tat konnten die frühen Christen durch die Kraft Christi eine große Anzahl von Nachfolgern dieser Religion zu Christus bringen. Sie glaubten an Christus und verließen ihre satanische Anbetung. Dies führte jedoch zu einer Intoleranz der Anhänger dieser Religion, insbesondere der Geistlichen, die nicht an Christus glaubten, da sie beispielsweise in ihrer Anbetung hartnäckig wurden, aber nicht beschränkt auf. Die Priester dieser Religion verkauften Feuer an Menschen, und wenn die Menschen sie nicht von ihnen kauften, sagten die Priester ihnen, dass das Böse zu ihnen kommen wird. Dies war in der Vergangenheit, das heißt, bevor viele keltische Menschen an Christus glaubten. Aber nach der Beharrlichkeit und dem Fanatismus der keltischen Priester drohten die Priester, jeden zu töten, der kein Feuer von ihnen kaufte. Am Ende triumphierten jedoch Christus und seine Lehren über Satan und seine Lehren. Die Anhänger dieser Religion glaubten an Christus und gaben all ihre satanische Anbetung auf.